Du investierst in deine Gesundheit und kaufst Supplemente, um endlich wieder die Energie eines 20-Jährigen zu spüren. Doch die bittere Wahrheit ist, 90% dieser Produkte sind reine Geldverschwendung. Die Industrie nutzt Fairy Dusting. Sie packen winzige Spuren Wirkstoff in die Kapsel, gerade genug für das Etikett, aber viel zu wenig für deinen Körper. Du kaufst teures Füllmaterial und im schlimmsten Fall teuren Urin. Es geht nicht darum, mehr Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, sondern die biologischen Engpässe des Alterns gezielt zu schließen. Das ist nicht nur meine Meinung. Ich habe für dieses Video die Forschung von Professor Tim Spector, Nico Rittenau, Dr. Simone Koch, Dr. Michael Nehls und viele andere Experten analysiert. Was diese Experten herausgefunden haben, verändert alles, was die meisten Menschen über Supplemente denken. Hi, ich bin Arthur von Life Algorithm. Mit 46 Jahren bin ich fitter, als ich es mit 30 war. Mit nur 3 Stunden Training pro Woche, ohne teure Wunderpillen und 100% natürlich. Ich bin kein Arzt, ich bin Diplom-Informatiker. Ich betrachte den menschlichen Körper ganz nüchtern als logisches Input- und Output-System. Wenn du Müll reinwirfst, sei es schlechte Nahrung, Stress oder Giftstoffe, kann keine Energie und Gesundheit rauskommen. Mein Leitspruch ist simpel. Gesundheit ist kein Zufall, sondern eine bewusste Entscheidung. Lass mich dir ein Beispiel geben, warum ich nicht an Wunderpillen glaube, sondern an Systeme. Ich hatte eine chronische Knieentzündung, die mich beim Basketball und Wakeboarden, meinen beiden Leidenschaften, massiv eingeschränkt hat. Der erste Orthopäde meinte zu mir, Sie haben Arthrose im Knie. Ist halt so ab einem bestimmten Alter. Ich habe mein Knie nicht mit Kollagenpulver geheilt, sondern indem ich meine Ernährung radikal auf antientzündlich umgestellt habe. Dazu habe ich übrigens auch ein detailliertes Video zum Thema Arthrose gemacht. Der Input hat den Output verändert. Heute bin ich schmerzfrei und habe mir für 2026 das Ziel gesetzt, wieder einen Dunking beim Basketball zu schaffen. Noch werde ich von meinen Basketballkollegen belächelt, aber wir sprechen uns Ende 26. Damit möchte ich nicht nur mir, sondern auch anderen beweisen, dass man mit 46 noch leistungsfähig ist. Unsere Gesellschaft nennt es Genuss, sich krank zu essen, und Verzicht, sich gesund zu ernähren. Aber das wahre Opfer bringen nicht die Disziplinierten. Das Opfer bringen die, die ihre Gesundheit gegen kurzfristige Dopaminkicks tauschen und später mit Krankheit bezahlen. Wir drehen heute diesen Spieß um. Wenn du diesen Weg der Selbstverantwortung mit Life Algorithm gehen willst und keine faktenbasierten Strategien mehr verpassen möchtest, dann klick jetzt gerne kostenlos auf Abonnieren. Das ist der Treibstoff für den Lebensalgorithmus, der schon so vielen Menschen geholfen hat. Bevor wir darüber sprechen, welche Supplemente du vielleicht brauchst, müssen wir darüber sprechen, wie du betrogen wirst. Die Supplementindustrie ist ein Minenfeld. Experten wie der Ernährungswissenschaftler Nico Rittenau decken immer wieder auf, wie dreist hier getrickst wird. Das größte Problem ist der sogenannte Etikettenschwindel, im Fachjargon Fairy Dusting. Die Hersteller schreiben vorne groß mit wertvollem Inhaltsstoff X drauf, aber wenn du ins Labor gehst, findest du davon nur Spuren. Gerade genug, um es auf das Etikett zu drucken, aber viel zu wenig, um in deinem Körper irgendeine Wirkung zu erzielen. Ein weiterer beliebter Trick sind die Geheimmischungen. Auf der Packung steht dann so etwas wie Masse, Kraft, Matrix oder sonst irgendein Quatsch. Da sind 10 Stoffe drin, aber keine Mengenangaben für die einzelnen Zutaten. Warum macht die Industrie das? Nicht, um das Geheimrezept zu schützen. Sie machen das, um möglichst viel des billigsten Rohstoffs zu verwenden und die teuren wirksamen Stoffe nur in homöopathischen Dosen beizumischen. Du kaufst also im Grunde teures Füllmaterial. Das ist kein Versehen, sondern Kalkül. Denn wie ich immer sage, in jedem Business gibt es 3 Prioritäten. 1, die Marge, 2, die Marge und 3, die Marge. Dazu kommt die Gefahr von Verunreinigungen. Viele Produkte, gerade billige Importe, sind belastet mit Schwermetallen oder Bakterien. Wenn ein Hersteller keine unabhängigen Laboranalysen jeder einzelnen Charge vorlegen kann, dann spielst du russisch Roulette mit deiner Gesundheit. Und dann gibt es noch die Kategorie der bunten Gummibärchen und Green-Pülverchen, die dir suggerieren, ein Löffel Pulver würde eine gesunde Ernährung ersetzen. Das ist Marketing und keine Biologie. Zu Recht warnt Professor Tim Spector, viele dieser Multivitaminpräparate sind so schlecht zusammengestellt, dass sie im besten Fall wirkungslos sind und im schlimmsten Fall das Mikrobiom im Darm durcheinander bringen. Studien wie die Physicians Health Study 2 haben gezeigt, dass Multivitamine bei Männern oft keinen signifikanten kognitiven Vorteil bringen. Übrigens, wie immer findest du alle Studien unten in der Beschreibung verlinkt. Das Fazit ist hier hart. 1. Traue keinem bunten Etikett. 2. Ignoriere Geheimmischungen. Und 3. Verlange Laboranalysen. Wer von euch hat sich früher auch von so einer super Muskelmatrix blenden lassen und Geld verbrannt? Schreib einfach mal schuldig in die Kommentare. Wir sitzen da alle im selben Boot. Wenn wir diesen Müll aussortiert haben, bleibt nur noch eine kleine Gruppe von Stoffen übrig, die wirklich Sinn ergeben. Und genau die schauen wir uns jetzt an. Kommen wir zum ersten echten Werkzeug. Wenn du an Kreatin denkst, hast du wahrscheinlich das Bild von aufgepumpten Bodybuildern im Kopf. Lösche dieses Bild sofort. Kreatin ist viel mehr als das. Experten wie Dr. Layne Norton und Professor Ingo Frohböse sind sich einig. Kreatin ist das am besten untersuchte Nahrungsergänzungsmittel der Welt. Der ISSN Position Stand on Creatine von Dr. Richard B. Kreider
Bestätigt nicht nur die Sicherheit, sondern auch die Wirksamkeit im Alter. Erstmal für das Protokoll: Kreatin ist kein Steroid. Es ist ein ganz natürlicher Stoff. Dein Körper stellt ihn selbst her und er steckt auch in Fleisch. Aber um auf die wirksame Dosis zu kommen, müsstest du jeden Tag ein ganzes Kilo Rindfleisch essen. Das schafft keiner oder nur Leute, die Carnivore leben. Und es wäre auch sehr teuer. Warum ist Kreatin so wichtig? Besonders wenn wir älter werden. Stell dir vor, deine Zellen sind wie der Akku von einem Smartphone. Jede Bewegung und jeder Gedanke verbraucht Strom. Dieser Strom heißt in der Biologie ATP. Das Problem ist, bei Anstrengung ist dieser interne Akku nach kurzer Zeit leer. Kreatin funktioniert jetzt wie eine biologische Powerbank. Es lädt deinen leeren Akku blitzschnell wieder auf, während du noch arbeitest. Das bringt nicht nur mehr Kraft beim Sport, es ist auch der Treibstoff für dein Gehirn. Studien zeigen, gerade wenn du wenig geschlafen hast oder dich stark konzentrieren musst, hält dich Kreatin wach und leistungsfähig. Dazu kommt noch der körperliche Verfall. Bereits ab ca. 30 verlieren wir automatisch Muskeln. Die Fachleute nennen das Sarkopenie. Das ist der Grund, warum wir im Alter immer schwächer werden, wie ich auch in meinem Video zum Thema Altern erkläre. Kreatin hilft dir, deine wertvolle Muskulatur zu schützen. Wie macht es das? Kreatin zieht Wasser direkt in die Muskelzelle. Das ist weit mehr als nur Optik. Dieser erhöhte Innendruck setzt einen mechanischen Reiz an der Zellwand. Das ist der entscheidende Schalter. Dieser Druck signalisiert deinem Körper, wir sind stabil, stoppt den Muskelabbau und startet die Reparatur. Eine dehydrierte Zelle ist wie eine schrumpelige Rosine. Sie baut ab. Eine optimal hydrierte Zelle ist wie eine pralle Traube. Sie ist metabolisch aktiv und leistungsfähig. Kreatin hält dein System also dauerhaft im Aufbaumodus. Und keine Angst, du gehst nicht auf wie ein Hefeteig. Das Wasser landet direkt im Muskel, nicht unter der Haut. Du siehst also nicht aufgeschwemmt aus. Experte Dr. Lutz Graumann betont sogar, dass es nicht nur für Sportler gut ist, sondern dass Kreatin sogar die Stimmung aufhellen kann. Aber hör dir das selbst mal an. Und früher war es ja nur sportlastig. Jetzt kam dann dazu, dass es halt im Muskulatur auch bei Senioren wirkt und es wirkt ja auch am Herzmuskel. Also es ist tatsächlich auch, wenn man so eine milde Herzinsuffizienz hat, kann Kreatin Gamechanger sein. Auf den Gehirnstoffwechsel wirkt es ein. Es gibt mittlerweile Studien, die zeigen, dass es bei depressiven Verstimmungen helfen kann, dass also der präfrontale Kortex mehr angeregt werden kann. Also es gibt tatsächlich zig Möglichkeiten, dass Kreatin unser Leben besser machen kann. Und es ist ja ein super billiges Molekül. Ja. Das heißt, und es ist super einfach bioverfügbar. Und auch safe. Und es ist safe. Also es ist einfach seit Jahren erforscht. Das Einzige, was man immer wissen muss und was zu Diskussionen mit den Hausärzten führen kann, ist, wenn man nicht angibt, dass man Kreatin supplementiert oder der Hausarzt keine Erfahrung mit Kreatin hat, dann wird einer der Nierenwerte schlecht sein. Nämlich das Kreatinin. Kreatin ist also ein echter Allrounder für Körper und Geist. Das Protokoll ist denkbar einfach und spottbillig. Erstens, kaufe ein einfaches Kreatin-Monohydrat, eines mit dem Creapure-Siegel für Reinheit. Zweitens, nimm jeden Tag 3 bis 5 Gramm, egal zu welcher Uhrzeit, gerne auch zweimal am Tag. Und drittens, du musst es nicht als Kur nehmen, nimm es einfach durchgehend. Ich selbst habe Kreatin das letzte Mal vor ca. 25 Jahren in meiner Pumperzeit eingenommen und werde es jetzt nochmal versuchen, da die Recherche zum Video mich zum Thema Kreatin überzeugt hat und vielleicht hilft es auch bei meinem Dunking-Ziel. Es ist sicher, es ist effektiv und es kostet nur ein paar Cent am Tag. Meine Top 3 Empfehlungen findest du auf meiner Webseite lifealgorithm.de unter Top 3 Produkte, Basissupplemente, Kreatin. Für mich ist das kein Supplement für Pumper, sondern Basisausstattung für jeden, der im Alter leistungsfähig bleiben möchte. Der zweite Stoff ist für mich der wichtigste überhaupt, wenn es um langfristige Gesundheit geht. Wir sprechen über Omega-3-Fettsäuren. Dr. Michael Nehls, ein Arzt, der sich intensiv mit Alzheimer und dem Gehirn beschäftigt, nennt das Fehlen dieser Fettsäuren einen strukturellen Defekt unserer modernen Ernährung. Unser Gehirn besteht zu einem großen Teil aus Fett, genauer gesagt aus DHA, einer speziellen Omega-3-Fettsäure. Wenn wir die nicht zuführen, baut unser Gehirn minderwertiges Material ein. Das ist, als würdest du ein Haus aus Pappe statt aus Ziegelsteinen bauen. Es wird instabil. Aber das Problem liegt noch tiefer. Wir leben in einer Welt, die voller Omega-6-Fettsäuren ist. Die stecken in Sonnenblumenöl, in Fertigprodukten, die wiederum auch voller Sonnenblumenöl sind, in billigem Fleisch aus Massentierhaltung etc. Omega-6 fördert Entzündungen und Omega-3 hemmt Entzündungen. Früher war das Verhältnis in unserer Ernährung ungefähr 1:1. Heute liegt es oft bei 15:1 oder noch schlechter. Wir sind also permanent in einem chronischen Entzündungszustand. Das ist der Nährboden für fast alle Zivilisationskrankheiten, von Herzinfarkt über Krebs bis Demenz. Dr. Nehls sagt ganz klar, du kannst keine Zivilisationskrankheit heilen, ohne den Omega-3-Index zu korrigieren. Vielleicht denkst du jetzt, ich esse doch ab und zu Lachs. Das ist ein guter Anfang, aber um therapeutische Level zu erreichen, reicht das oft nicht mehr.
Zuchtlachs enthält heute deutlich weniger Omega-3 als früher, weil auch die Fische falsch gefüttert werden. Zudem schwimmen im Wasser leider nicht nur Fische, sondern auch Schwermetalle. Meiner Meinung nach sollte man dennoch regelmäßig Fisch essen, am besten regionalen Fisch aus Wildfang. Du hast aber zwei Optionen, um Omega-3 aufzufüllen: Fischöl oder Algenöl. Beide haben Vor- und Nachteile. Option 1: Fischöl ist der Klassiker. Es ist oft höher dosiert und liefert viel vom entzündungshemmenden EPA. Aber es muss extrem aufwendig gereinigt werden, um Schadstoffe zu entfernen. Option 2: Algenöl ist die nachhaltige Primärquelle aus dem Tank. Es ist von Natur aus sauber und vegan. Das Problem hier: Historisch war bei Algenöl EPA das Problem. Viele Produkte enthielten viel DHA, aber zu wenig von dem wichtigen EPA. Egal, ob du dich für Team Fisch oder Team Alge entscheidest, der wahre Feind lauert woanders: Oxidation. Fisch- und Algenöle werden extrem schnell ranzig. Billiges Öl ist oft schon oxidiert, bevor es in deinem Magen ankommt. Das schadet deinen Zellen mehr, als es nutzt. Entscheidend ist also die absolute Frische, der sogenannte Totox-Wert. Ich habe dir auf meiner Webseite meine 3 absoluten Favoriten für jedes Szenario verlinkt. Auf 1: ein Hochdosis Fischölkonzentrat für maximale Wirkung bei akuten Themen. 2: ein natürliches Fischöl, das durch Polyphenole aus Olivenöl genial vor Oxidation geschützt wird. Und 3: eine laborgeprüfte Algenvariante, die auch das EPA-Problem gelöst hat. Alle 3 haben extrem niedrige Oxidationswerte. Such dir aus, was zu dir passt. Die Produkte findest du auf lifealgorithm.de unter Top 3 Produkte, Supplemente und dann Omega-3. Hier ist das Protokoll für Omega-3. 1: Messen statt raten. Mach einmal einen Fettsäureanalysetest. Das geht bequem von zu Hause per Trockenblutverfahren. Ein kleiner Pieks in den Finger, 2 Tropfen auf ein Kärtchen, ab in die Post und das Labor schickt dir die Auswertung. Kein Arzttermin, keine Wartezeit. 2: der Zielwert. Dein Omega-3-Index sollte über 8% liegen. Die meisten Deutschen dümpeln bei 4% oder noch drunter herum. Und 3: die Dosis. Um einen Mangel zu beheben, brauchst du oft 2 Gramm EPA und DHA am Tag. Das ist etwa ein Esslöffel hochwertiges Algenöl, nicht nur eine kleine Kapsel aus dem Drogeriemarkt. Das ist die Feuerwehr für deinen Körper. Es löscht die stillen Entzündungen, bevor sie zum Flächenbrand werden. Kommen wir zum dritten Punkt. Eigentlich ist der Begriff Vitamin hier völlig falsch. Professor Tim Spector und Dr. Simone Koch erklären, dass Vitamin D eigentlich ein Steroidhormon ist. Es steuert tausende Prozesse in deinem Körper, von der Immunabwehr bis zur Stimmung. Wir sind dafür gebaut, nackt in der Sonne herumzulaufen. Stattdessen sitzen wir im Büro unter Kunstlicht. In Deutschland ist es rein physikalisch zwischen Oktober und März fast unmöglich, genug Vitamin D über die Sonne zu bilden. Die Sonne steht einfach viel zu tief. Ein Mangel ist also im Winter vorprogrammiert und die Folgen sind mies. Dein Immunsystem fährt auf Sparflamme, deine Knochen werden weicher, deine Stimmung sinkt in den Keller. Viele kennen das als Winterdepression. Aber, und das ist ein riesiges Aber, hier scheiden sich die Geister der Experten. Tim Spector warnt davor, Vitamin D blind und hochdosiert einzuwerfen. Es ist fettlöslich, das heißt, es speichert sich im Körper. Man kann sich damit vergiften, wenn man es übertreibt. Weil wirklich jeder über D3 und K2 redet, habe ich meine Skepsis in einem Beitrag auf YouTube geäußert. Deshalb gilt auch hier mein Informatikerprinzip: Messen vor Essen. Wenn du wissen möchtest, welche Werte du noch unbedingt messen solltest, schau dir mein Video zum Thema Blutwerte an. Wenn dein Vitamin D3 im Keller ist, musst du auffüllen. Und wenn du auffüllst, dann bitte immer in Kombination mit Vitamin K2. Warum? Stell dir vor, Vitamin D ist der Türsteher, der Kalzium aus der Nahrung in dein Blut lässt. Super. Aber wenn das Kalzium im Blut ist, weiß es noch nicht, wo es hin soll. Vitamin K2 ist der Verkehrspolizist. Er winkt das Kalzium in die Knochen und Zähne, wo es hin soll. Ohne K2 besteht die Gefahr, dass sich das Kalzium in deinen Arterien ablagert und dort Verkalkungen verursacht. Wenn du diesen Mechanismus genau verstehen möchtest, empfehle ich dir das Buch Vitamin K2 und das Kalziumparadoxon. Das erklärt brillant, warum dieses Vitamin oft übersehen wird. Du findest das Buch auf lifealgorithm.de unter Wissen und Bildung und dann auf Bücher und Gesundheit. Hier ist das Vitamin D-Protokoll. 1: Misst deinen Spiegel. 2: wenn er niedrig ist, nimm ein Kombipräparat D3 plus K2 in Tropfenform für eine bessere Aufnahme. Und 3: die Dosis hängt von deinem Mangel ab. Aber für die Erhaltung nehmen viele Experten 1000 bis 3000 Einheiten am Tag, im Winter oft mehr. Und 4: Timing und Aufnahme, am besten morgens. Da hochwertige Tropfen bereits in Öl, MCT, gelöst sind, werden sie sehr gut aufgenommen. Wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, nimm sie trotzdem zu einer Mahlzeit, aber bei guten Tropfen ist der Fettzwang nicht mehr so kritisch wie bei Tabletten. Bevor wir zum Muskelaufbau kommen, ein kurzer Einschub. Es gibt einen Stoff, der oft vergessen wird, aber essentiell ist, damit Vitamin D überhaupt wirkt: Magnesium. Experten wie Dr. Rhonda Patrick und Dr. Lutz Graumann betonen, dass Magnesium entscheidend für deine Schlafqualität und deine Stressresistenz ist.
Auch hier gilt aber, Nahrung zuerst. Das Beste, was du tun kannst, ist täglich eine Handvoll Kürbiskerne oder Hanfsamen oder ein Stück dunkle Schokolade mit mindestens 85% Kakaoanteil. Das sind echte Magnesiumbomben. Aber sind wir ehrlich, wer viel Sport treibt oder viel Stress hat, verbraucht mehr, als er oft essen kann. Wenn du merkst, dass du nachts unruhig schläfst oder Muskelkrämpfe bekommst, kann eine Ergänzung sinnvoll sein. Hier ist das Magnesiumprotokoll. 1. Das Tool. Nutze Magnesium-Bisglycinat. Warum? Es ist an eine Aminosäure gebunden, extrem gut verträglich und wirkt beruhigend auf das Nervensystem. Im Gegensatz zu billigem Magnesiumoxid, das nur Durchfall verursacht. Und 2. Timing. 300 bis 400 Milligramm am frühen Abend, um die Schlafqualität zu steigern. Der letzte Punkt im Bunde betrifft unsere Struktur. Wir bestehen aus Proteinen. Muskeln, Haut, Organe etc. Alles ist Protein. Ab 40 passiert etwas Fieses. Wir entwickeln eine sogenannte anabole Resistenz. Das bedeutet, dein Körper wird schlechter darin, das Protein aus der Nahrung in körpereigenes Gewebe umzubauen. Du musst also mehr Protein essen als ein 20-Jähriger, nur um den Status quo zu erhalten. Dr. Mark Warnecke, ein Schwimmweltmeister und Arzt, hat mir die Augen für ein spezielles Protein geöffnet: Kollagen. Lange wurde Kollagen als Beauty-Quatsch für faltenfreie Haut belächelt, aber für uns Ü40-Athleten ist es viel mehr. Unser Körper besteht zu 30% aus Kollagen. Es ist das Strukturprotein in unseren Sehnen, Bändern, Knorpeln und Faszien. Stell dir vor, das hochwertige Eiweiß aus deiner echten Nahrung, also aus Fleisch, Fisch und Eiern, sind die Ziegelsteine für deine Muskeln. Das ist auf jeden Fall wichtig. Aber Kollagen ist der Mörtel, der alles zusammenhält. Wenn der Mörtel bröckelt, nützen dir die besten Ziegelsteine nichts. Das Haus wird instabil. Genau das passiert, wenn wir uns verletzen oder Gelenkschmerzen bekommen. Dr. Warnecke erklärt, dass bioaktive Kollagenpeptide dem Körper das Signal geben: hier ist was kaputt, bitte reparieren. Es liefert die spezifischen Aminosäuren wie Glycin und Prolin, die in normalen Muskelfleisch- oder Whey-Shakes kaum enthalten sind. Früher haben wir das alles über Knochenbrühe und Knorpel und andere Lebensmittel aufgenommen. Heute essen wir nur noch das reine Filet. Uns fehlt dieser Baustoff, wie ich auch in meinem Video zum Thema Kollagen erkläre. Studien wie die von Dr. Denise Giblick zeigen mittlerweile, dass die Einnahme von Kollagenpeptiden in Kombination mit Bewegung die Sehnen stärkt und Gelenkschmerzen lindern kann. Hier ist das Protokoll für starke Strukturen. 1. Die Basis. Dein Fundament ist echtes Essen. Ziel sind 1,6 bis 2 Gramm Protein pro Kilo. Aber isst nicht nur das reine Muskelfleisch, trau dich an Nose to Tail. Trink echte Knochenbrühe, isst die Haut beim Hähnchen mit oder nutze Gelatine. Das ist die Urquelle für Kollagen, wie es die Natur vorgesehen hat. 2. Der Notfallplan. Wenn der Alltag stressig ist und du deine Proteinziele mit echtem Essen einfach nicht schaffst, sind Whey-Isolat oder EAAs, essentielle Aminosäuren, dein Werkzeug. Dr. Layne Norton empfiehlt etwa 30 Gramm nach dem Training, um die anabole Resistenz zu durchbrechen. Es ist keine Magie, es ist bequemes Essen, aber eben kein Ersatz für eine vollwertige Mahlzeit. Und 3. Das Add-on. Wenn du keine Zeit hast, Knochen auszukochen, nimm 15 Gramm hochwertiges Kollagen, Hydrolysat, am besten vom Weiderind. Und ganz wichtig, lass dich nicht vom veganen Kollagen täuschen. Pflanzen produzieren kein Kollagen, das ist reines Marketing. Und 4. Das Timing. Der Sweet Spot ist kurz vor dem Training. Warum? Knorpel sind kaum durchblutet. Durch die Bewegung pumpst du die Nährstoffe wie bei einem Schwamm direkt in das Gewebe, genau dann, wenn sie im Blut zirkulieren. Hier ist, was Dr. Mark Warnecke zum Thema Kollagen sagt. Man hat ja, also Kollagen hat ja, also es heißt ja nicht umsonst bioaktive Peptide, dass sie da drin sind. Also es sind Peptide, oder diese bioaktiven Peptide, die uns interessieren, sind zwischen 2 und 20 Aminosäuren lang. Und die wir aufnehmen können, am besten aufnehmen können, am schnellsten, obwohl es gibt auch für die längeren Wege, die werden dann teilweise auch aktiv durch den Darm aufgenommen. Oder anders gesagt, du kannst messen, wenn du ein Kollagenhydrolysat nimmst, ein hochwertiges, ich kann da gleich mal erklären, woran man das erkennt, ein hochwertiges Kollagenhydrolysat nimmst, kannst du messen, dass diese Werte gerade an Hydroxyprolin gekoppelte bioaktive Peptide vermehrt im Serum auftreten. Also das heißt, die kommen dann heile dort an, erstmal als Peptide. Und diese Peptide sagen dann dem Körper, hier, mach mal da was. Weil die haben ja, die triggern ja eine Funktion. Und dann hast du diesen Einbau, dann hast du eine Regeneration, also mehr Regeneration, gerade am Bindegewebe und hast damit diesen regenerativen Vorteil und dann auch diese Funktion des Kollagens. Warum das Kollagen dann so wirkt wie Kollagen? Weil die isolierte Aminosäure, jetzt kommen wir leider zu dem Punkt bei den Veganern. Also leider, weil da haben wir noch keine Lösung, werden wir kriegen, weil wir rekombinant sowas bauen. Aber aktuell sind vegane Kollagene Nachbauten der Aminosäureprofile von einem Kollagen, sind aber untereinander nicht vernetzt. Und von daher nimmst du nur Aminosäuren auf, dann hast du zwar eine Aminosäurewirkung, aber keine Kollagenwirkung. Laut Dr. Mark Warnecke erkennst du hochwertiges Kollagen vor allem an 2 harten Fakten.
Reinheit und Proteingehalt. Ein Top-Produkt sollte ein Proteingehalt von ca. 97% haben. Alles um die 90% gilt mittlerweile als mindere Qualität, da es oft noch Fette oder andere Reststoffe enthält. Hierzu habe ich recherchiert und auch die Top 3 Funde auf meiner Webseite lifealgorithm.de unter Top 3 Produkte, Supplemente und dann Kollagen zusammengefasst. Jetzt weißt du, was wirkt. Aber genauso wichtig ist es zu wissen, was du dir sparen kannst. Hier ist die rote Liste der Dinge, die oft gehypt werden, aber laut Experten wie Professor Frohböse oder Professor Tim Spector unnötig oder sogar schädlich sind. Nummer 1: BCAAs. Das sind verzweigtkettige Aminosäuren. Sie werden dir im Fitnessstudio als Muskelschutz verkauft. Die Wahrheit ist, wenn du deinen Proteinbedarf über echte Nahrung deckst, egal ob Fleisch, Fisch, Eier oder auch pflanzliche Proteine, nimmst du automatisch alle BCAAs auf, die du brauchst. Isolierte BCAAs zu kaufen ist so, als hättest du eine Baustelle voller Bauleiter, aber keine Ziegelsteine und Arbeiter. Spar dir das Geld lieber. Nummer 2: Calciumtabletten. Viele denken, gut für die Knochen, aber Professor Spector warnt eindringlich davor. Hochdosiertes Calcium in Tablettenform landet oft nicht in den Knochen, sondern in den Gefäßwänden. Es erhöht statistisch das Risiko für Herzinfarkte. Iss lieber Käse, Joghurt oder Brokkoli. Da ist das Calcium in einer Matrix verpackt, die der Körper versteht. Nummer 3: billige Multivitamine. Vergiss das Gießkannenprinzip. Viel hilft hier nicht viel. Das Problem: oft stecken darin billige künstliche Formen, zum Beispiel synthetische Folsäure statt natürlichem Folat. Dein Körper kann das kaum verarbeiten. Im schlimmsten Fall reichert sich dieser biologische Müll sogar an. Die Regel lautet: füll gezielt auf, was fehlt, statt blind einen Chemiecocktail zu schlucken. Wir müssen keine Biohacking-Roboter werden, die den ganzen Tag Pillen zählen. Aber wir dürfen auch nicht naiv sein und glauben, dass unsere Supermarktnahrung uns noch alles liefert, was wir brauchen. Der dritte Weg liegt in der Mitte. Wir verteufeln Supplemente nicht, was ich bisher immer gemacht habe, aber wir beten sie auch nicht an. Hier ist die Strategie zusammengefasst. 1: das Fundament. Ernährung aufräumen. Kein Supplement der Welt rettet dich von Fastfood und Zucker. Antientzündlich essen ist der Schlüssel. 2: die Analyse. Misst deine Werte. Vitamin D und Omega-3-Index sind die wichtigsten. 3: gezielte Ergänzung. Nutze diese Big 5. 1: Kreatin. 2: Omega-3. 3: D3 und K2. 4: Protein bzw. Kollagen. Und 5: Magnesium, um die Lücke zu schließen, die der moderne Lebensstil reißt. Und 4: kritisch bleiben. Lass alles weg, was keine Laboranalyse hat oder dir Wunder verspricht. Gesundheit ist Arbeit. Aber es ist die lohnendste Arbeit, die du machen kannst. Du hast nur diesen einen Körper. Behandle ihn nicht wie eine Müllkippe, sondern wie einen Tempel. Fassen wir das Wichtigste noch einmal glasklar zusammen. 1: traue keinem Hype. Geheimmischungen und fehlende Laboranalysen sind Warnsignale. Kaufe nur geprüfte Qualität. 2: Kreatin ist Pflicht. 3 bis 5 Gramm täglich für Energie im Kopf und Kraft im Muskel, nicht nur für Bodybuilder. Und 3: Omega-3 löscht das Feuer. Ein Algenöl mit hohem EPA-Anteil und ein Index von über 8% schützen Herz und Gehirn. 4: die Sonne aus der Flasche. Vitamin D3 plus K2 ist essentiell im Winter, aber nur nach Messung des Spiegels. 5: Struktur bewahren. Protein ist wichtig gegen Muskelabbau. Kollagen ist der Mörtel für deine Gelenke. Und 6: Finger weg vom Rest. BCAAs, Calciumtabletten, Multivitamin sind meist Geldverschwendung oder sogar riskant. Denk immer an den Satz von Dr. Layne Norton: You can't out-supplement a bad diet. Du kannst eine schlechte Ernährung nicht wegsupplementieren. Aber mit einer guten Ernährung und den richtigen Ergänzungen kannst du das Altern zu einem Prozess machen, den du steuerst, statt ihn zu erleiden. 35% der Zuschauer haben den Kanal noch nicht abonniert. Wenn du zu den Menschen gehörst, die ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen wollen, dann klick jetzt gerne kostenlos auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Schreib mir gerne unten in die Kommentare, welches Supplement hast du bisher genommen, das wir heute auf die rote Liste gesetzt haben. Ich bin gespannt auf die Diskussion. Zu den nächsten Videothemen stimmen wir wieder im Telegram-Kanal ab. Komm gerne dazu und gestalte den YouTube-Kanal aktiv mit. Zum Abschluss, wie immer, ein motivierendes Zitat. Es ist eine Schande für einen Menschen, alt zu werden, ohne jemals die Schönheit und Stärke gesehen zu haben, zu der sein Körper fähig ist. Sokrates. In diesem Sinne, bleib kritisch, bleib gesund und fange an. Peace out.